Ich lerne seit 1964 die Kampfkunst und bin übers Karate, Boxen, Taekwondo 1978 zum Kung Fu gekommen. 1978 eröffnete Simon Malier und Sifu Elder Cascos die erste Won-Op-Kendo Kung Fu Schule in Hamburg in der Seilerstraße. Und ich habe da vorbeigeschaut und ich fand die beiden Persönlichkeiten so stark, dass ich da geblieben bin. Und das Training ist sehr hart, sehr intensiv. Und auch die Werte, die Simon und Sifu vermitteln, waren sehr wichtig für mich. Und mir wurde da bewusst, was mir fehlte. Durch die Persönlichkeit von Simon und von Sifu habe ich gesehen, dass das Kung Fu sehr viel mehr an Wissen bietet, sehr viele unterschiedliche Facetten hat. Und das hat mich zur damaligen Zeit fasziniert. Und auch das Training, welches sich doch von den anderen Kampfsportarten, die ich bis dahin gelernt habe, sehr unterscheidet. Es war hart, sie hat sehr viel erwartet von uns als Schüler. Wir hatten viele, die reingeguckt haben, aber nach 2, 3, vielleicht manchmal auch nach einem Monat wieder aufgegeben haben. Weil Simon war sehr kompromisslos, was das Training. Wie gesagt, 5 bis 6 Mal die Woche, jeden Tag 3, 4 Stunden. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass wir im Grunde genommen die gleichen Trainingspartner fast die erste Zeit hatten. Und das war zu der Zeit eigentlich Magda Cascos und Emanuel Bettencourt, zu denen ich natürlich heute noch Kontakt habe. Sehr viele bekannte Kampfkunstgrößen, die zum Teil aus dem Kato Kembo kommen. Und natürlich besonders zu erwähnen in diesem Zusammenhang ist Sifu Bill Owens, von dem ich das Eskrima erlernte. Oder auch Sifu Fred King. Durch die Persönlichkeit von Simon und Sifu sind auch da wieder viele Gäste im Laufe der Jahre vorbeigekommen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir mal eine Woche keine Gäste hatten aus ganz Europa, aus der ganzen Welt praktisch. Dass Karate-Trainer waren, die 3., 4., 5. Meistergrad hatten oder Kung-Fu-Leute oder unter anderem auch der Vollkontakt-Weltmeister damals, der Joe Louis, war auch da zu Gast bei uns 2, 3 Wochen. Die haben alle gelernt bei uns und wir hatten sehr regen Kontakt. Dadurch haben wir ein unheimlich weites Spektrum an Kampfkünstlern dort gehabt, an dem man lernen konnte. Und sie alle kamen im Grunde genommen wegen Simon und Sifu. Da muss man etwas zurückgreifen auf die Geschichte des Kato Kembo. Das ist eine Vereinigung von Kampfkünsten, die 1947 in Hawaii gegründet wurde von Professor Imperator. Das ist einer der Lehrer von meinem Lehrer, nämlich von Sifu Elder Cascos, der aus diesem System heraus 1968 seinen eigenen Stil gegründet hatte, nämlich das Won-Op-Kendo. Tja, er war und ist eine außergewöhnliche Kampfkunstpersönlichkeit, die meiner Ansicht nach auch in der heutigen Zeit noch seinesgleichen sucht. Und wenn man sieht, wie er sich bewegt und welche Gedanken er hat, besonders was jetzt die physikalischen Gesetzmäßigkeiten in jeder einzelnen Technik angeht, dann erkennt man eigentlich, aber das kann man nicht zu Anfang gleich sehen, sondern erkennt man eigentlich erst Jahre später, was wirklich alles dahinter steckt. Aber das ist liegt eben halt auch am Won-Op-Kendo, wie weit gefächert das ist, welche Facetten es hat. Es ist für jeden etwas dabei und man kann sehr früh lernen, selbst tätig zu werden, sich das zu verinnerlichen, was dort gelehrt wird. Wir kennen uns jetzt ja seit 32 Jahren und in 32 Jahren hat man natürlich nicht nur Hochzeittanz gehabt, sondern sicherlich auch Höhen und Tiefen. Aber wir haben regen Kontakt bis zum heutigen Tag. Einmal im Jahr kommt er hier vorbei, besucht uns alle und wir haben eine Menge Spaß. Natürlich wird auch über das eine oder andere geredet, meine Technik, wie auch immer, dass sie verändert werden sollte, weil er natürlich auch am laufenden Band neue Erkenntnisse gewinnt. Und wir auch, wir sind ja keine, wie gesagt, 25 mehr, inzwischen sind wir auch schon 30 Jahre mit an Bord. Und da ist natürlich auch immer Diskussionsbedarf über das eine oder andere. Lehren zu unterrichten ist wirklich eine Freude und macht sehr viel Spaß, bis zum heutigen Tag. Eigentlich hat Simon und Sifu Schuld. Die hatten mir 1979 gesagt, dass ich mal ein guter Lehrer werden würde. Ich habe das seinerzeit einfach so hingenommen und als mir Sifu dann 1981 meine erste Gruppe in Bremen gab, tja, da war ich dann Lehrer. 1984 kam dann die Gruppe hier in Langhorn dazu, 1985 in Rahlstedt. Und wir sind mit der Langhorner Gruppe 1992 hier in die Alzertal-Langhorn Verein eingezogen, was ein sehr schöner Ort ist zum Training. Meine Schüler fühlen sich hier sehr wohl.
Es ist etwas Besonderes, weil man im Laufe der Jahre erkennt, dass die Worte Wahrheit, Wissen, Loyalität und Ehre mit Leben erfüllt werden. Und zwar nicht nur vom Lehrer, sondern auch von den Schülern. Und ich habe sehr viel Freude daran, dass ich teilweise Schüler habe, die seit 25 Jahren bei mir sind. Und wir mit jedem Tag, den wir unterrichten, ich habe ja Schüler, die wie Seeing André zum Beispiel, der ja selber unterrichtet, schon sehr viel Freude zu sehen, was sich aus den Schülern entwickelt. Privat, beruflich, genauso wie natürlich auch im Kung Fu. Wenn Sie durch die Tür treten, kann nicht sofort ein besonderes Verhältnis sein. Das ergibt sich im Laufe der Jahre, weil der Lehrer überprüft die Schüler, wie wahrhaftig sind sie, und die Schüler überprüfen natürlich selbstverständlich auch den Lehrer. Einer meiner wichtigsten Sätze ist im Unterricht: Glaubt nicht alles, was ich sage, denkt nach. Und Kritik ist aus meiner Sichtweise immer noch die beste Frucht. Ich würde niemanden kritisieren, der mir nicht wichtig ist. Aber wenn jemand eine Kritik äußert, dann steht er mir so nahe, dass er der Meinung ist, er müsste mich auf etwas hinweisen. Denn niemand von uns ist unfehlbar. Deswegen freue ich mich darüber, dass ich so viele kritische Schüler habe, die mir auch sagen: Pass auf, Sifu, du musst in diese Richtung gehen mal. Guck mal dahin. Nein. Weil das harte Arbeiten bezieht sich ja nicht nur aufs Kung Fu. Man weiß, wenn man bei uns reinkommt nach kurzer Zeit, dass man selbst etwas tun muss, um voranzukommen. Wenn Sie eine Zeit lang bei uns sind, stellen Sie fest, dass Sie Ihre eigenen Erfolge feiern können, und Sie stellen fest, dass Sie durch harte Arbeit dann auch belohnt werden. Und Sie stellen weiterhin fest, dass wenn Sie dieses harte Arbeiten gelernt haben, dass Sie das auch in Ihrem Beruf oder in der Schule oder in Ihrer Partnerbeziehung anwenden können. Denn Kung Fu beinhaltet sehr viel mehr als nur das Treten und Schlagen. Ja, denn eigentlich macht ja schon jeder jeden Tag Kung Fu. Meine Aufgabe besteht darin, Ihnen einen Weg zu zeigen, um zu erkennen, was Sie eigentlich all die Jahre gemacht haben. Das fängt an, wenn Sie zum Beispiel einkaufen gehen, wie Sie eine Kiste Cola tragen oder wie Sie eine Einkaufstüte tragen oder wie Sie Ihr Baby nach oben bringen oder wie Sie den Kinderwagen fahren. Es ist meine Aufgabe, Ihnen zu zeigen, was da drin alles schon im Kung Fu enthalten ist, was Sie schon machen, was Sie verwenden können. Ja, unbedingt. Wir stehen ja erst am Anfang, wenn man auf die Geschichte des Kung Fu zurückblickt. Die ist ja älter als 3000 Jahre. Und ich habe noch sehr viel Zukunftspläne, was das angeht und auch was das meiner Schüler angeht. Denn sind sie ja inzwischen alle herangereifte junge Frauen oder junge Männer, die im Leben stehen und die auch Ideen haben. Und das Ideenreichtum ist das, was beim Kung Fu letztendlich nie aufhört. Es gibt immer wieder neue Felder, die man bewegt. Unter anderem mein kleiner Beitrag in dieser Geschichte ist die aktive Selbstverteidigung. Und ich erlebe jeden Tag was Neues. Ich lerne durch die Schüler. Und das Mehr an Wissen ist eigentlich diese Neugier, die in jedem Menschen steckt, ist eigentlich der Motor, der alles antreibt. Neue Felder ergründen, Dinge überprüfen, physikalische Gesetzmäßigkeiten von den unterschiedlichen Techniken, überprüfen, was ist Wahrheit, überprüfen, was ist Wissen, überprüfen, was ist Loyalität, wie stellt sich das dar. Fragen gibt es so viele noch, die man wahrscheinlich in diesem Leben gar nicht beantworten. Und wie gesagt, wenn man bedenkt, dass Kung Fu schon so alt ist, über 3000 Jahre, und ich lerne erst seit 46 Jahren Kampfkunst, dann kann man sich vorstellen, wie viele Fragen noch offen sind. Und das macht die Sache so spannend und so schön.